Nachrichten des Tages. Heute mit Mitri Serin. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Katja ist wieder mit mir im Studio, hat später die sportlichen Höhepunkte. Ja, schönen guten Abend. Dann blicken wir jetzt gemeinsam auf unsere Themen. Start mit einem Signal. Bei der Weltklimakonferenz sagen mehrere Staaten Geld für einen Fonds zu, der ärmeren Ländern bei Klimaschäden helfen soll. Wie geht's weiter mit der Nahost-Feuerpause? Die Hamas bekennt sich zu einem Anschlag in Jerusalem mit mehreren Toten und ruft zur Eskalation auf. Abschied von einer Diplomatenlegende, die nicht unumstritten war. Die Welt trauert um den früheren US-Außenminister Henry Kissinger. 2023 wird das wohl heißeste Jahr seit Beginn der Industrialisierung sein, sagen die Vereinten Nationen zum Auftakt der Weltklimakonferenz. Der Ton ist gesetzt und immerhin schon an Tag 1 gibt es mit der Einrichtung eines Entschädigungsfonds auch schon ein Ergebnis. Aber im Großen und Ganzen hinken große Industriestaaten auch dieses Jahr ihren Klimaversprechen hinterher. Gastgeber der Konferenz sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Nach Dubai kommen rund 70.000 Teilnehmer aus fast 200 Ländern. Das größte Problem, also das Klimaschutzziel von Paris, die globale Erwärmung auf höchstens 1,5 Grad zu begrenzen, ist nicht zu schaffen. Fest steht, Reichere sollen an ärmere Länder zahlen, die von Stürmen, Dürren, Fluten oder steigendem Meeresspiegel betroffen sind. Deutschland sagt etwa 91 Millionen Euro zu. Elisa Miebach. Der Hammer fällt in Dubai in neue Hände. Das Emirat, reich geworden mit Öl, übernimmt die Präsidentschaft der UN-Klimakonferenz und muss jetzt liefern, fordert UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Wir erleben den Klimakollaps in Echtzeit und die Folgen sind verheerend. Immerhin, gerade zu diesen Folgen fällt schon eine Entscheidung. Der auf der vergangenen Klimakonferenz beschlossene Fonds wird gefüllt. Reiche Staaten, die den Klimawandel verursacht haben, geben Geld an ärmere Länder, wenn diese von den Klimafolgen getroffen werden. Eine Überraschung, der Fonds startet mit einer Allianz der Emirate und Deutschland, die jeweils 100 Millionen Dollar versprechen. Weitere Staaten folgen mit kleineren Beiträgen. Wir haben heute Geschichte geschrieben, denn zum ersten Mal wurde eine Entscheidung am ersten Tag einer Klimakonferenz angenommen. Eine Neuigkeit auch deshalb, weil sich Länder wie die Golfstaaten bisher weigerten, in den Fonds einzuzahlen. Betroffene aus den Ländern, die den Klimawandel besonders spüren, sagen, die Ankündigungen heute können nur ein erster Schritt sein. Im Pazifik kostet die Umsiedlung eines Dorfes, das von der Klimakrise betroffen ist, rund 100 Millionen Dollar. Und das ist nur ein Dorf auf einer Insel im Pazifik. Und ein Fonds kann nur die Schäden mindern. Verhindern kann diese nur ein Ausstieg aus den fossilen Energien. Ob dieser von vielen lang ersehnte Meilenstein ausgerechnet im Ölland Dubai beschlossen werden kann, wird erst der Abschluss in 2 Wochen zeigen. Andreas Stamm ist für uns in Dubai dabei. Andreas, finanzielle Hilfen sind das eine. Das große 1,5 Grad Ziel aber ist ja laut Experten nicht mehr zu erreichen. Was denn aber dann? Ja, dann stünde die Weltgemeinschaft wirklich vor einem Scherbenhaufen, denn das ist das höchste Ziel. Und vielleicht heißt es irgendwann mal in den Geschichtsbüchern, dass man in Dubai die letzte Chance vertan hat. Denn es haben noch nicht alle Staaten aufgegeben und die fordern, was die Wissenschaft eben anmahnt. Wir müssen so schnell wie möglich aussteigen aus der Verbrennung fossiler Energieträger, weg mit Kohle, Öl, Gas. Sonst wird das nichts mit dem 1,5 Grad Ziel, also die Erwärmung, die globale Erwärmung eben auf diesen Bereich zu begrenzen. Das sieht wirklich nicht gut aus, denn vor allen Dingen die erdölfördernden Staaten, aber nicht nur die, auch Schwergewichte wie China und Indien, die sagen, das sei zu früh, es sei unrealistisch. Aber das wird man in 2 Wochen sehen, ob das klappt. Es braucht, glaube ich, ein kleines Wunder von Dubai. Aber selbst dann Trippelschritte zählen. Denn erstens, jedes Zehntelgrad mehr heißt gravierendere Folgen. Und zweitens, selbst die Kritiker der COP müssen, und sagen es auch offen, sagen und erklären, diese Veranstaltung, dieses Forum ist noch immer das Beste, um die Weltgemeinschaft zusammenzubringen und um gemeinsam im Kampf gegen die Klimakrise voranzukommen. Vielen Dank nach Dubai, Andreas Stamm. Ja, man kann es drehen und wenden, wie man will. Auch Deutschland hält Zusagen nicht ein. Dafür ist die Ampel jetzt juristisch zu mehr Klimaschutz verdonnert worden. Christiane Hübscher.
Vor allem sie beide sind gemeint, Bundesbauministerin Geiwitz und Verkehrsminister Wissing. In ihren beiden Bereichen werden die Klimaziele seit Jahren nicht erreicht. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg verurteilt beide Ministerien nun dazu, Sofortmaßnahmen einzuleiten. Die Kläger aus der Umweltbewegung sind mit dem Richterspruch hoch zufrieden. Es ist ein sehr guter Tag für den Klimaschutz. Das Gericht hat uns in allen Punkten Recht gegeben und zwingt jetzt diese Bundesregierung, die völlig fehlgeleitete Klimapolitik zu korrigieren und entsprechend Sofortprogramme für die Sektoren Verkehr und Gebäude vorzulegen. Geiwitz und Wissing teilen heute nur schriftlich mit, man wolle sich das Urteil genau anschauen. Der Verkehrsminister will vor allem prüfen lassen, ob Revision zum Bundesverwaltungsgericht eingelegt wird. Der Druck auf Wissing aber dürfte steigen. Steuervorteile für Diesel abschaffen oder das berühmte Tempolimit, das sind und bleiben die Vorschläge des grünen Koalitionspartners. Wir haben gleich konkret das Verkehrsministerium adressiert und gesagt, wir haben hier Gesprächsbedarf, aber auch Gesprächsbereitschaft. Es geht jetzt darum, die kurzfristig wirkenden Maßnahmen zu identifizieren und eben in Geltung zu bringen. Das Gerichtsurteil will ja nicht warten, sondern will umgesetzt werden. Dieses Urteil zwingt die Bundesregierung, wirksame Klimaschutz-Sofortprogramme aufzustellen. Denn klar ist, Autos, Gebäude haben mehr klimaschädliches Gas ausgestoßen als gesetzlich erlaubt. Und hier muss die Bundesregierung, das hat das Gericht heute deutlich gemacht, direkt gegensteuern. Ein wegweisendes Urteil, auch wenn das letzte Wort das Bundesverwaltungsgericht haben dürfte. Geht die Bundesregierung tatsächlich in Revision, gewinnt sie Zeit. Zeit, in der sie ihr neues Klimaschutzprogramm verabschieden könnte. Dann liefen die Klagen ins Leere. Zum Krieg in Nahost. 7 Tage lang schwiegen die Waffen weitgehend. Die Feuerpause wurde noch mal bis morgen früh verlängert. Aber heute erschüttert ein Anschlag Israel. In Jerusalem erschießen Palästinenser Zivilisten. Die Hamas bekennt sich dazu, ja, sie setzt offenbar auf neue Gewalt. Keine guten Vorzeichen, auch wenn die Terrororganisation heute erneut Geiseln freiließ. Luten Leinus. Die Feuerpause gerade erst verlängert, erreicht der Terror der Hamas wieder Israel an einer Bushaltestelle in Jerusalem. 2 palästinensische Attentäter eröffnen das Feuer, töten 3 Menschen. Die Hamas reklamiert die Bluttat für sich und ruft auf zu einer Eskalation des Widerstands. Fast zeitgleich landet US-Außenminister Blinken in Israel. Trotz des Anschlags setzt er sich ein für eine Fortsetzung der Feuerpause. Wir haben in den letzten Tagen eine sehr positive Entwicklung gesehen. Geiseln, die nach Hause kommen. Dieser Prozess ist wichtig. Er produziert Ergebnisse und wir hoffen, dass er weitergehen kann. Geiselabkommen und Feuerpause scheinen auf der Kippe zu stehen. Beinahe wären sie die letzten Geiseln gewesen, die so freikommen. 12 Israelis, die vergangene Nacht dem Roten Kreuz übergeben wurden, darunter 3 deutsch-israelische Doppelstaatler. Die vergleichsweise einfachen Tage des Austausches sind offenbar vorbei. Ein Streit über die Geiselliste für heute konnte erst in letzter Minute beigelegt werden. Wenn Hamas aufhört, Geiseln freizulassen, endet die Feuerpause und wir nehmen den Kampf gegen sie wieder auf. Die Schwierigkeit? Inzwischen ist der größte Teil der Frauen und Kinder unter den Geiseln frei. Über die weiterhin gefangenen Männer und Armeeangehörigen muss gewissermaßen neu verhandelt werden. Für sie dürfte die Hamas deutlich mehr freigelassene palästinensische Häftlinge verlangen. Die beiden ersten Geiseln der heutigen Vereinbarung wurden am Nachmittag in Gaza-Stadt übergeben. In den nächsten Stunden sollen weitere Freilassungen folgen. Wir gehen live nach Tel Aviv zu Michael Beverunge. Extrem schwierige Phase aktuell. Feuerpause nur um einen Tag verlängert. Dann noch der Anschlag heute in Jerusalem. Wie kann es jetzt weitergehen? Ganz genau so, nämlich nur noch von Tag zu Tag. Israel will offenbar den Druck auf die Hamas erhöhen, da es immer schwieriger wird, sich auf neue Namen auf dieser Geiselaustauschliste zu einigen. Und die Drohung mit der Sekunde, wo die letzte Waffenpause endet, den Kampf wieder aufzunehmen, würde ich jetzt nicht nur als leere Kriegsrhetorik einschätzen. Zugleich versucht die Hamas, den Kampf aus Gaza ins Westjordanland zu tragen. Das ist die klare Botschaft dieses Terroranschlags von heute, die auch noch mal schriftlich bekräftigt worden ist, dass bitte sich auch dort die Palästinenser erheben sollen. Das hat in der Vergangenheit auch schon öfter Versuche gegeben, das zu probieren. Die waren nicht erfolgreich. Auch deswegen nicht, weil Israel etwa 2000 Verdächtige, darunter 1100 mutmaßliche Hamas-Anhänger quasi proaktiv festgenommen hat. Aber wenn die Kämpfe in Gaza
wieder aufflacken, dann könnte auch der Plan der Hamas für einen Aufstand im Westjordanland aufgehen. Michael, vielen Dank nach Tel Aviv. Die Gräben sind tiefer geworden auf der Welt und das zeigt sich auch bei der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Über die Jahrzehnte hatte es in der OSZE, in der auch die USA und Russland vertreten sind, bei Konflikten immer wieder Gesprächskanäle gegeben. Aber mittlerweile, da kriselt es gewaltig. Beim Außenministertreffen in Nordmazedonien stellt Russland die Organisation in Frage. Andreas Künast. Außenminister in Skopje auf dem roten Teppich zu sehen, als sei nichts gewesen, sagen fast alle anderen Außenminister. Aber Russland ist Mitglied der OSZE und die kann nur einstimmig entscheiden. Mr. Lavrov, when do you stop the war? Wann Russland den Krieg beendet, die Frage überhört Lavrov wie fast alle Fragen und Vorwürfe heute. Russland blockiert die OSZE mit seinem Veto, blockiert den Haushalt, blockiert den Vorsitz, zahlt seine Beiträge nicht. Das perfide Spiel der russischen Regierung ist und war es eben auch, Organisationen, die auf ein friedliches Miteinander, auf Kooperation setzen, mit dem brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine ebenfalls zu zerstören. Und das lassen wir nicht zu. Dass es die OSZE noch gibt, liegt an Spenden, die nicht nur Deutschland, sondern auch Nichtmitglieder wie Japan geleistet haben. Lavrov dagegen sieht Russland als Opfer, das der Westen ausrotten wolle. Die OSZE wird zu einem Anhängsel von NATO und EU gemacht. Die Organisation steht am Rande des Abgrunds und es stellt sich die Frage, ob es noch sinnvoll ist, Anstrengungen zu unternehmen, um sie wiederzubeleben. Lavrov hat sofort in der Sekunde nach seiner Rede den Sitzungssaal wieder verlassen. Er hat kaum einen der Appelle, kaum einen der Vorschläge, kaum einen der Vorwürfe persönlich gehört. Russland blockiert nicht nur die Zukunft der OSZE, es konterkariert auch ihren Sinn. Normalerweise hätte Estland zum Jahreswechsel den OSZE-Vorsitz übernommen. Wegen des Vetos von Russland soll nun das neutrale Malta übernehmen. Die Konjunktur in Deutschland läuft weiter mau. Das zeigt sich auch am Arbeitsmarkt. 2.606.000 Menschen waren im November ohne Job. Das sind nur 1.000 weniger als im Oktober. Normalerweise fällt der Rückgang um diese Jahreszeit deutlicher aus. Die Quote liegt bei 5,6%. Und auch der Vergleich mit dem Vorjahresmonat ist enttäuschend. Da ist die Zahl der Arbeitslosen um 172.000 gestiegen. Das Stuttgarter Oberlandesgericht hat den Gründer einer rechtsextremen Terrorgruppe zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt. Neben Werner S. bekamen auch 9 weitere Angeklagte Haftstrafen. Die Gruppe wollte nach Überzeugung des Gerichts Anschläge auf Moscheen verüben und so einen Bürgerkrieg auslösen. Man habe verabredet, dafür Waffen und Geld zu sammeln. Frankreichs Präsident Macron nennt Henry Kissinger einen Giganten der Geschichte. Kanzler Scholz sagt, die Welt verliere einen besonderen Diplomaten. Der frühere US-Außenminister ist im Alter von 100 Jahren gestorben. Mit 15 war der gebürtige Deutsche vor den Nazis geflohen. International vertrat er das Amerika unter Präsident Nixon. Erfolgreich, aber oft auch in einer Art, die viele skrupellos nannten. Dennoch, Entspannung lag ihm bis zuletzt am Herzen. Das Verhältnis zu China etwa. Über ein langes Diplomatenleben Elmar Thewissen. Geboren wird Heinrich Alfred Kissinger 1923 in Fürth. 1938 flieht seine jüdische Familie vor den Nazis. 6 Jahre später kehrt er als US-Soldat zurück, ist beteiligt am Wiederaufbau der Zivilverwaltung, ein Brückenbauer. Später wird er Ehrenbürger der Stadt Fürth. Unsere beiden Völker sind vom bitteren Konflikt zum Frieden und vom Frieden zur Versöhnung und zu gemeinsamen Streben geschritten. Präsident Nixon holt den Historiker und Politikwissenschaftler ins Zentrum der Macht. Kissinger mischt brillante Analyse mit gnadenlosem Pragmatismus, ein Realpolitiker, der alle Ideologien verachtet. Unter seinem Einfluss beginnen die Supermächte im Kalten Krieg mit der Entspannungspolitik. Auch die deutsche Ostpolitik liegt ganz auf seiner Linie. Wir sind aber kein Liebespaar hier. Seine Unterschrift besiegelt das Ende des Vietnamkriegs Jahre später, als es möglich gewesen wäre, sagen Kritiker.
Jahre mit Hunderttausenden Toten. Trotzdem bekommt Kissinger den Friedensnobelpreis. Auch dafür bahnt er mit seiner Geheimdiplomatie den Weg. Richard Nixons historischer Besuch bei Mao Zedong, Tauwetter in den Beziehungen zwischen China und den USA. Henry Kissinger, treuer Fan des Fußballclubs Greuther Fürth, bedeutender Europäer und Amerikaner. Auch umstritten, ja, aber vor allem eines, ein legendärer Diplomat. Ja, und mehr zu Henry Kissinger in unserer Mediathek. Dort zu finden die ZDF-Doku Der gnadenlose Pragmatiker. Bei uns geht es jetzt sportlich weiter und mit dir, Katja. Und mit Biathlon und der Staffel der Männer in Östersund, Schweden. Und genau wie die Frauen gestern landeten auch die deutschen Männer auf Rang 3. Es wäre allerdings mehr drin gewesen. Die Schlüsselszene in diesem Rennen, das letzte Schießen, Schlussläufer Johannes Kühn für den erkrankten Roman Rees in die Staffel gerückt, gleich auf mit dem drittplatzierten Franzosen Fillon Maillet. Kühn mit Problemen kämpft gegen die Strafrunde und muss dann 150 Meter extra laufen. Sagen wir, Schlussläufer ist wie gesagt jetzt nicht meine Paradedisziplin, habe ich glaube ich zweimal gemacht bisher, immer wenn jemand krank war. Kerngesund hingegen die norwegische Staffel. Norwegen gewinnt klar vor Frankreich. Die Deutschen bekommen ebenfalls Blumen, Platz 3. Ich glaube, wir haben schon besser gespielt, sagte zutreffend Bayern-Trainer Thomas Tuchel nach dem 0:0 in der Fußball-Champions League gegen den FC Kopenhagen. Auch nicht wirklich gut gespielt hat Union Berlin bei Sporting Braga. Dabei sah es zunächst ganz passabel aus. Robin Gosens 1:0, 42. Minute. Dann aber wurde es zäher. Braga glich schließlich aus zum 1:1 Endstand. Morgen Abend könnte er platzen, der Traum von Olympia für die deutschen Fußballerinnen und Interimstrainer Horst Hrubesch. Das Team muss morgen in Rostock im vorletzten Gruppenspiel der Nations League gegen Dänemark gewinnen. Deutlich. Dann darf weiter geträumt werden. Ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen Trainer und Mannschaft, das scheint das Erfolgsrezept bei den DFB-Frauen zu sein. Interimstrainer Horst Hrubesch weiß um die besondere Drucksituation vor dem Spiel gegen Dänemark und findet die richtigen Worte, um der Mannschaft Mut zu machen. Es muss einfach Spaß machen, solche Spiele zu spielen. Und die Erfahrung haben sie und die Qualität dafür haben sie auch. Dabei sind die Däninnen ein anderes Kaliber als zuletzt die Isländerinnen. Da gewann Deutschland zwar mit 2:0, überzeugend war der Auftritt trotzdem nicht. Einen Sieg mit 2 Toren Differenz braucht es aber auch jetzt, um die realistische Olympiachance zu erhalten. Dann würde auch Horst Hrubesch als Trainer weitermachen. Das allein sollte schon Motivation genug sein. Das Spiel morgen 7:45 hier im ZDF. Vielen Dank, Katja. Und wir haben noch zum Schluss ein wunderschönes Lied für Sie. Fairy Tale of New York, geschrieben von Shane MacGowan, der jetzt 65-jährig gestorben ist. Bei den Briten ist Fairy Tale eins der Weihnachtslieder schlechthin. Aber irgendwie auch ein Missverständnis, denn eigentlich mixte der Poet MacGowan mit seiner Band The Pogues irischen Folk mit Punk, aber manchmal eben auch mit Wehmut. Ja, so viel vorweg zum Wetter. Glatteisgefahr im Süden. Ausführlich dann gleich dazu Katja Horneffer. Um 21:45 Uhr das Heute-Journal mit Christian Sievers. Das war's von uns. Morgen für Sie hier Barbara Hallweg. Danke und auf bald. Guten Abend. Bis Samstagabend ziehen gleich 2 Tiefs, nämlich Robin 1 und Robin 2 von den Pyrenäen über Südfrankreich und die Alpen weiter nach Osten. In den Zentralalpen können bis Samstagabend 50 bis 100 Zentimeter Schnee fallen. Bei uns in Deutschland wird es besonders gefährlich am Alpenrand. Da fällt nämlich nicht nur Schnee oder Regen, sondern auch gefährlicher Glatteisregen. Weiter Richtung Norden kommt Schnee aus den Wolken heraus. In Norddeutschland ist es zum Teil auch mal trocken, es bildet sich Nebel. Es gibt einige Schneeschauer an der Ostsee. Und über den Schneeflächen im Nordosten wird es sehr kalt. Da sinken die Temperaturen zum Teil unter -10 Grad. +3 Grad sind es am Oberrhein.
Und morgen liegen die Höchsttemperaturen um den Gefrierpunkt. Am Oberrhein werden 5 Grad erreicht. Und auch morgen, vor allen Dingen am Vormittag, sollten Sie sich noch auf Straßenglätte einstellen im Süden von Baden-Württemberg und Bayern. Sonst wird das zum Teil ein ganz freundlicher Tag mit einigen Schneeschauern an der Küste und einem Wind aus nördlichen Richtungen. Am Samstag verlassen uns die Schneewolken ostwärts. Am Sonntag strahlt dann die Sonne über den Neuschneeflächen, besonders in den südlichen Mittelgebirgen. Und es bleibt bei uns kalt. Guten Abend.